Hi, bei mir geht es heute um das Canon 100 mm Makro mit 2.8er Blende in der L-Variante. Warum ich dieses Objektiv überhaupt habe, was mir daran sehr gut gefällt und was mir nicht so gut gefällt, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir erstmal an mit so ein paar allgemeinen Sachen und der Verarbeitung. Erstmal der Preis, der trägt um die 850 € und es ist damit eines der günstigsten L-Objektive, mit dem man sich so kaufen kann. Ist natürlich immer noch ein sehr hoher Preis, aber für ein L-Objektiv, wie gesagt, ein sehr guter Preis. Was das mit sich bringt, dass der Preis so niedrig ist auf jeden Fall, dass man Abzüge bei der Verarbeitung machen muss. Und zwar ist das eher komplett in Kunststoff gehalten. Hier, das fühlt man auch, es ist relativ leicht und die Verarbeitung ist halt eben für ein L-Objektiv relativ schwach. Es ist jetzt nicht schlecht verarbeitet, aber wie gesagt, viele andere L-Objektive, die man so in den Händen hält, sind deutlich wertiger verarbeitet als jetzt dieses Objektiv hier. Das Gehäuse ist für so ein 100 mm Objektiv ziemlich klein gehalten. Ich hatte ja erst überlegt, ob ich mir dieses 85 mm Objektiv mit 1,4er Blende von Canon kaufe, das ganz neu rausgekommen ist jetzt. Ich habe mich dann aber aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Der erste Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist die Größe. Also dieses 85er Objektiv ist wesentlich größer als das 100 mm Objektiv hier. Hat natürlich auch eine größere Blende, aber so wichtig ist mir dann die Blende 1,4 dann auch nicht. Deshalb war das schon mal ein Pluspunkt für dieses Objektiv hier gegenüber dem 85er. Und noch ein Grund, warum ich das Objektiv habe, ist, dass der Filterdurchmesser hier relativ gering ist. Bei dem 85 mm Objektiv betrug der 82 mm und bei dem hier haben wir hier einen 67 mm Durchmesser. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel den Tiffen Black Pro Mist Filter, den ich auch sehr feiere und sehr oft nutze, auch weiterhin hier mit benutzen kann, beziehungsweise mit so einem kleinen Step-Down-Ring. Und bei dem 85 mm Objektiv hätte ich diesen Filter eben nicht weiter benutzen können. Das war eben auch noch so ein weiterer Grund für dieses Objektiv hier. Der weitere Grund war natürlich der Preis, also das Objektiv kostet nur halb so viel wie das 85er Objektiv. Das war natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich wollte jetzt nicht unbedingt 1.600 € für ein Objektiv ausgeben, was ich nur vielleicht in 5-10% der Fälle nutze. Das hat auf jeden Fall auch für dieses Objektiv hier gesprochen. Und der dritte Grund war auf jeden Fall das Bokeh, das kann ich schon mal vorwegnehmen hier. Das Bokeh von dem 100 mm Makroobjektiv ist wesentlich schöner als das von dem 85er Objektiv. Das waren jetzt so die drei Gründe, warum ich mich für dieses Objektiv hier gegenüber dem 85er entschieden habe. Machen wir weiter mit diesem Objektiv hier. Wir haben hier am Body 3 Kippschalter dran. Der eine Kippschalter bezieht sich hier auf die Fokuseinstellungen. Wir können hier wählen zwischen Full, dann einmal zwischen 0,5 Meter bis unendlich und einmal den Makrobereich 0,3 Meter bis 0,5 Meter. Der Grund, warum man das hier umstellen kann, ist einfach, dass der Autofokus dann wesentlich schneller arbeitet, wenn man den Fokusbereich schon mal so ein bisschen eingrenzen kann. Das ist schon mal eine coole Sache. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem meistens einfach auf Full gestellt haben. Dann haben wir noch einen Kippschalter für Autofokus und manueller Fokus. Bei mir wird er durch die Canon, die ich jetzt hier habe, immer im Autofokus-Modus bleiben. Der Autofokus funktioniert auch wirklich hervorragend mit diesem Objektiv, das kann ich auch schon mal jetzt hier vorwegnehmen. Und dann haben wir hier noch den Kippschalter für den Stabilizer. Und das ist so ein Feature, was mir sehr, sehr gut gefällt, dass dieses Objektiv bildstabilisiert ist. Meine Canon hat ja leider keinen Bildstabilisator integriert, deshalb war es mir sehr wichtig bei dieser Brennweite von 100 mm, dass ich einen Bildstabilisator drin habe. Und das kann ich auch schon mal sagen, der Bildstabilisator funktioniert hervorragend mit diesem Objektiv. Ich blende hier mal kurz ein, wie das aussieht ohne Bildstabilisator. Und so sieht es aus mit Bildstabilisator. Also dieser Bildstabilisator ist schon eine große Hilfe beim Freihandfilmen. Den hervorragenden Autofokus hatte ich ja schon erwähnt. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist das manuelle Fokussieren mit diesem Objektiv. Zum einen ist der manuelle Fokus relativ laut, also der Fokusring, der schabt so ein bisschen. Das ist mir jetzt auch schon bei anderen L-Objektiven oder generell bei anderen Canon-Objektiven aufgefallen. Es ist jetzt nicht so schlimm und auch nicht so laut, aber man kann es unter Umständen hören, wenn man so ein Mikrofon auf der Kamera drauf hat. Die zweite Sache, die dieses Objektiv auch nicht so ganz alltagstauglich macht zum manuellen Fokussieren, ist, dass die Fokusskala natürlich dadurch, dass es ein Makroobjektiv ist, nicht so ganz linear aufgebaut ist. Und zwar haben wir einen sehr detaillierten Nahbereich von 30 cm bis 1 Meter ist die Anzeige sehr, sehr detailliert aufgebaut und der Weg ist relativ weit zum manuellen Fokussieren. Zwischen 1 Meter und der unendlichen Fokussierung haben wir allerdings hier auf der Fokusskala nicht mal 1 Zentimeter. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr indifferenziert und das heißt, in dem Bereich 1 Meter bis unendlich macht das manuelle Fokussieren nicht wirklich Spaß, beziehungsweise ist sehr, sehr tricky. Deshalb ist es auf jeden Fall ratsam, hier, wenn man einen Dual-Pixel-Autofokus hat, mit diesem Objektiv auch mit dem Autofokus zu arbeiten. Beim manuellen Fokussieren kann es unter Umständen, wie gesagt, ein bisschen schwierig sein. Kleine Ergänzung noch zum Autofokus. Das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe mit dem super guten Autofokus, bezieht sich auf diesen Normalbereich, also von 0,5 Meter bis unendlich. Da funktioniert er wirklich hervorragend. Im Makrobereich, das habe ich gerade eben noch mal so ein bisschen mehr getestet, funktioniert er nicht ganz so perfekt. Also im Makrobereich pumpt er schon ab und zu, gerade wenn es darum geht, vom unendlichen Bereich auf den Nahbereich zu stellen, also in dieser Richtung, funktioniert das manchmal nicht ganz so gut. Da pumpt er einfach so ein bisschen.
Kommen wir zur Bildschärfe bzw. zur Bildqualität im Allgemeinen und da gibt es wirklich von meiner Seite aus nichts zu beanstanden. Offenblendig ist es schon extrem scharf, also ich habe wirklich, glaube ich, kein Objektiv, was schärfer ist als dieses Objektiv hier. Das Sigma 1835 kann da auch ganz gut mithalten, aber dieses Objektiv hier ist wirklich schon sehr, sehr weit vorne, was die Schärfe angeht. Auch offenblendig, wie gesagt, habe ich sehr, sehr wenig chromatische Aberrationen oder Bildfehler im Allgemeinen sehen können. Und ja, auch die Lichtstärke mit 2.8 ist wirklich hervorragend. Klar, eine 1.4er Blende wäre noch schöner, aber mit 2.8 kann ich schon sehr, sehr gut arbeiten. Noch eine kleine Ergänzung zu Lensflares. Ich bin ja ein großer Lensflare-Fan. Dieses Objektiv ist leider sehr gut beschichtet, in Anführungsstrichen leider, und erzeugt daher nicht ganz so viele Lensflares. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, andere Leute werden es wahrscheinlich begrüßen. Also die Bildqualität und generell das Arbeiten mit diesem Objektiv machen mir sehr, sehr viel Spaß. Deshalb habe ich mich für dieses Objektiv entschieden. Ich werde es viel für Produktvideos jetzt einsetzen in Zukunft, aber auch für Events zum Beispiel. Denn so ein Teleobjektiv hat mir jetzt noch so im Allgemeinen gefehlt. Ich hatte zwar das 24 bis 70 Objektiv, was ja bei 70 mm auch schon ein ganz gutes Teleobjektiv ist. Mir war das aber auf Dauer einfach so ein bisschen zu schwach im Telebereich. Und ja, mit diesem Objektiv habe ich wirklich jetzt so ein schönes Teleobjektiv mit Bildstabilisator, hervorragender Bildschärfe gefunden, was auch noch einigermaßen günstig ist, in Anführungsstrichen, ist natürlich immer noch sehr viel Geld. Ja, genau, aber ich wollte jetzt einfach auch mal ein gutes Teleobjektiv für die nächsten Jahre für mich einfach haben. Falls ihr jetzt noch Fragen zu diesem Objektiv habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!